Ja, 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 ja. Der Akku ist begrenzt. Ja. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute hier bei Metabo richtig viele neue Kappsägen. Ich habe den Uwe hier, Schulungsleiter und Trainer, der uns die neuen Kappsägen zeigt. Und wir haben heute 7 neue Kappsägen, 2 Männer, ein Video. Wie eben schon gesagt, wir haben hier folgende Herausforderung heute mit dem Uwe, nämlich Metabo hat richtig viele neue Kappsägen rausgebracht und zwar 7 Stück im Bereich 216, 254 und 305 und die schauen wir uns jetzt mal alle an. Vor allem, wir schauen uns mal an, was ist der Unterschied zwischen der alten und der neuen. Jetzt stehen wir schon am ersten neuen Modell, der KGS 216M, aber bevor wir jetzt wirklich in die Details reingehen, Uwe, wer bist du eigentlich? Ich mache Schulungen hier bei Metabo, das heißt, wir haben hier unsere Händler zu Gast, die aus der ganzen Welt kommen und sind ca. 2000 Gäste pro Jahr. Und mit diesen 2000 Gästen machst du jedes Jahr dann hier die Schulung und oder quasi jeden Tag Schulung und erzählst ihnen genau, der Knopf ist dafür und das macht das? Mehr oder weniger, ja. Das ist schon krass. Wir sind zu zweit, ich alleine kann das nicht stimmen, mein Kollege auch noch, aber zusammen machen wir das, ja. Aber es ist schon irre, das heißt, dass du quasi das gesamte Portfolio kennst. Ich nehme irgendein Gerät, gebe dir das blind hin und du kannst es quasi blind bedienen und sagen, dieser Knopf, der ist super wichtig. Genau. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir hier Visitenkarten quasi austauschen, weil den Uwe werde ich mir warm halten für die ganzen Fragen, die ich zu Metabo-Geräten habe. Aber wir haben heute ja wirklich richtig viele Geräte da und Uwe hat mir schon ein paar Sachen verraten, die ich vorher wirklich noch nicht kannte und das schauen wir uns jetzt mal an. Aber erst einmal, was ist der Unterschied zwischen der, ich scheue mich immer auch alt zu sagen, ja, zum Vorgänger, zum neuen Modell. Die KGS 216M, die alte hieß, oder das ältere Modell heißt KGS 216? M. Auch M? Ja, wir wollten da die gleichen Typenbezeichnungen nutzen. Wir wollen da keinen Unterschied machen. Es ist einfach ein neueres Modell, überarbeitet und eben mit besseren Features gegenüber der alten. Und somit haben wir auch gesagt, die Bezeichnung bleibt die gleiche. Alles klar. Was sind jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten? Es sind sehr viele unterschiedliche Sachen, auch sehr Kleinigkeiten, die aber dann beim Endaneinander helfen. Das heißt, einerseits fängt es an mit dem Anschlag. Der Anschlag ist ein bisschen angeraut, dass das Werkstück nicht wegrutscht. Das war beim alten Modell, beim Vorgängermodell nicht der Fall. Dann diejenigen, die damit arbeiten, die wissen das, hinterschneiden, also mehr wie 45 Grad zu sägen, wichtig. Das heißt, das Vorgängermodell konnte maximal 47, wir gehen jetzt beim neuen Modell auf diese 50 Grad. 50? Ja. Das ist krass. Ja, also wenn die Mauer dann wirklich krumm ist, dann hilft es extrem bei der Ja, neuen. absolut. Das ist auch wirklich sehr selten. 50 Grad hat fast keine andere Kapsel. Nee, normalerweise hört man bei 47 Grad dann auf. Ja. Genau, okay. Es ist sehr ungewöhnlich auch, dass ihr also wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, dass ihr so einen Schritt gegangen seid, wirklich so weit das Ganze zu neigen. Aber scheinbar gibt es ja viele Anwender, die danach fragen. Es war einfach ein Marktwunsch, nenne ich es jetzt einfach mal. Das kam direkt zu unserem Produktmanagement und so haben wir gesagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Man hat einen kleinen Vorteil, das Gerät wird dann auch ein bisschen kompakter dadurch. Man kann die Auflagefläche ein bisschen verkleinern, um auch die Gärung dann rauszukriegen. Ja. Krass, okay. Was haben wir noch? Wir haben dann noch am Ende mehr oder weniger der Kappsäge, haben wir noch das Kabel seitlich rausgelassen. Das ist manchmal im Weg, das siehst du da kommt es so raus und hier kommt es jetzt seitlich raus. Manchmal ein bisschen doof, aber wir haben gesagt, wir machen es seitlich. Und dann ist natürlich auch der Transport zur Baustelle oder wieder zur Werkstatt, dass man es besser tragen kann. Haben oben einen schönen Handgriff und dann hinten zum Reinfassen. Das heißt, da kannst du richtig gut reinfassen. Das war bei der Vorgängermaschine auch nicht so schön. Wie würde man die dann wegtragen? Darf man sie eigentlich hier tragen? Man sollte sie hier nicht tragen, gerade was die Gärung dann nachher angeht, also die Präzision der Maschine. Das heißt, du stellst sie einfach runter, arretierst sie auf dieser Position, arretierst noch die Zugfunktion und jetzt kannst du sie an sich wegtragen. Dann geht's los. Dann würde es losgehen. Okay, aber es ist mal ein wichtiger Tipp für euch. Tragt die Geräte wirklich nicht am Griff. Da kann halt die Präzision wirklich leiden, im Zweifel. Bei jeder Kappsäge. Absolut. Und schmeißt sie nicht hinten in euer Auto rein. Habe ich gerade letztens gesehen. Fand ich ganz gruselig. Weil am Ende ist das ein Präzisionsgerät, ja, und das lebt halt davon, dass eben die Winkelgenauigkeit gegeben ist und so weiter. Genau. Was haben wir noch Neues? Ja, wie ich habe es vorher gesagt, so Kleinigkeiten. Das heißt, beim Vorgängermodell auf der linken Seite musste ich immer eine Schraube wirklich drehen, um Anschläge zu verstellen. Das ist jetzt wesentlich einfacher gelöst. Da vor dir, muss ein bisschen weiter vorne gucken. Hier. Oder da, ja genau, da rein. Das heißt, man dreht den manchmal ein bisschen lang. Somit haben wir jetzt entschieden, genau, einfach links, rechts und dann ist der Anschlag fest und vorne genau das gleiche.
den nach links und schon kann ich dementsprechend dann die Anschläge dann nach rausnehmen. Aber das sind so kleine Sachen, die aber dann doch im täglichen Arbeiten einen riesen Unterschied machen. Weil man bestellt es halt doch und dann braucht man nicht hier so Schrauben, macht man nicht und so weiter. Das meine ich damit, ja. Es nervt manchmal und das ist doof an der Maschine. Ja, was du vorhin gesagt hast und wir noch nicht richtig drauf eingegangen sind, das Kabel hinten jetzt zur Seite rauszuführen, finde ich mega clever, weil viele eben sagen, naja, ich bin dann irgendwo wandnah oder habe irgendwas anderes oder das sind die letzten 2 Zentimeter, wo es nicht passt. Das finde ich richtig gut. Auch Kabelbruch ein Thema. Absolut, ja, genau, absolut. Verstehe. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch den Laser, der eigentlich jetzt gar kein Laser mehr ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Schlagschatten. Ah, okay. Das finde ich richtig geil, denn so ein Laser ist eingestellt auf Position, ja, alles gut, aber es gibt halt unterschiedliche Dicken an Sägeblättern. Ja, so ein, weißt du bestimmt, so ein Sägeblatt für eine Akkukappsäge ist ein bisschen dünner. Wenn ich aber dann doch dieses Sägeblatt nicht habe, mache ein dickeres Sägeblatt drauf, dann passt mein Laser nicht. Und das ist bei der ein Schlagschatten. Das heißt, egal welches Sägeblatt drauf ist, der Schatten ist immer genau dort, wo er sein muss. Was machst du denn, wenn du draußen bist auf der Baustelle? Es ist richtig schön hell mit dem Schlagschatten. Also genau das gleiche wie mit dem normalen Laser. Das heißt, ich muss irgendwie danach gucken, dass ich im Schatten bin, weil der Schlagschatten ist an sich genau wie ein Laser. Das heißt, ich habe eine relativ helle LED da oben drin, die erzeugt mir dann den Schatten vom Sägeblatt. Und beim Laser ist eben die Linie vom Laser. Das heißt, ich habe keine Vor-, aber auch keine Nachteile hinsichtlich der Helligkeit des Lasers. Das heißt, ich muss dann dafür Sorge tragen, dass dementsprechend ich Schatten habe, weil der Name Schlagschatten. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Unterschied, ob ich jetzt einen Laser habe oder einen Schlagschatten. Das heißt, die beiden funktionieren relativ schlecht, wenn ich eine extreme Sonneneinstrahlung habe. Das ist ganz normal. Ja, klar. Aber soll ich trotzdem erzählen, was ich machen würde? Ja, wenn ich keinen Sonnenschirm habe? Ja, es gibt einen Zusatzanschlag. Das heißt, früher, ich weiß nicht, ob du schon Kappsägen eingesetzt hast, die noch keine Laser hatten. Ja, klar. Klar. Aber Zusatzanschlag? Ja. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Weil auch bei den Vorgängermodellen. Den meinst du? Den hier, den zum Ausklappen? Nö, den da. Da gibt es da hinten den normalen Anschlag. Ja. Und da sind ja komischerweise Löcher drin. Auch bei der neuen Variante sind Löcher drin. Ja. Lassen viele weg. Ja. Aber da kann ich mir einen Zusatzanschlag dran schrauben. Ja. Aus Holz. Das sollte natürlich gerade sein, sollte gehobelt sein. Und dann schraubst du es von hinten fest. Und beim ersten Mal sägen, machst du in den Zusatzanschlag einen Schnitt rein. Und dann weißt du hundertprozentig, wo dein Sägeblatt runterkommt. Brauchst keinen Laser. Gigantisch. Früher hatten das alle so. Ja, verstehe. Krass, stimmt. Interessant, da muss ich mal drüber nachdenken. Also das muss ich mir mal anschauen. Okay. Was ist der nächste große Unterschied zwischen den beiden Geräten? Wir haben eine ganz coole Geschichte, das heißt, es war die Vorgänger auch. Wir haben es jetzt übernommen, bei der neuen genauso. Ich will es dir aber erzählen, weil viele einfach das nicht kennen. Das heißt, die Säge steht ja jetzt auf dem Untergestell. Ja. Viele, kennst du auch, die arbeiten mit der Kappsäge auf dem Boden. Absolut. So, und dann habe ich irgendein langes Werkstück und suche mir dann auf der Baustelle irgendwas, vielleicht eine Schraubenschachtel oder ein Holz, das genau die Höhe hat der Kappsäge. Und man sucht immer ewig. Oder für immer. Ja? Das heißt, man findet meistens nichts. Und deshalb kann ich diese seitlichen Anschläge rausnehmen, schlüssellos, und kann die dann so zusammenstecken, wenn ich es jetzt hinkriege. Ja, so. Und jetzt habe ich genau die Höhe von der Kappsäge, kann das dann 5 Meter weglegen von der Kappsäge und liegt dann mein langes Werkstück auf. Finde ich eine coole Geschichte, wie gesagt, auch schlüssellos. Auch wieder schlüssellos auseinander. Genau. Ja. Das ist mega cool. Konnte der Vorgänger eigentlich auch? Konnte er auch, ja. Genau, aber habe ich noch nie ausprobiert, wäre ich nie drauf gekommen. Deswegen sage ich, Uwe, wir müssen uns öfter unterhalten. Gerne. Das ist schon wirklich eine coole Funktion, weil du hast ja im Zweifel das nicht dabei, ja? Dass du noch irgendeine Erhöhung hast, irgendwo noch irgendwas zu machen. Das ist natürlich schön, das jetzt rauszunehmen. Und falls ihr es nicht verstanden habt, wo kommt das her? Das ist wirklich genau dieses Teil. Wir haben es nur jetzt schon mal hinten liegen gehabt, müsst ihr nicht extra kaufen, sondern das ist genau die Tischverbreitung. Genau. Könnt ihr rausziehen und ab einem bestimmten Punkt ist so, dass sie hier, das hier einfährt oder über den kleinen Widerstand das rausziehst und dann kannst du es nehmen und zusammenstecken. Ja. Das ist schon wirklich cool. Okay, cool. Was haben wir noch? Komm, was hast du noch? Eins geht noch, mindestens. Ja, Minimum 1. Wir haben jetzt einen sanften Anlauf. Das heißt, bei der alten Kappsäge an sich, was die Stromaufnahme angeht, brauchst du es nicht. Das heißt, die zieht nicht so viel Strom, dass die Sicherung raushaut. Aber es ist einfach wesentlich angenehmer. Die Maschine wird dadurch natürlich auch geschont und es hört sich auch schöner an. Das heißt, die alte
kriegt wirklich relativ schnell den Strom und schlägt auch ein bisschen beim Einschalten. Die neue läuft sanft an und es hört sich wesentlich schöner an. Was hast du noch für uns? Die Schnitthöhe noch. Das, ja, wir haben noch ein bisschen Schnitthöhe rausgeholt, im Gegensatz zum Vorgängermodell. Das heißt, wir haben 5 mm mehr Schnitthöhe, sind jetzt bei der neuen bei 70 mm und bei der alten waren wir bei 65. Ja. 70 mm schon krass. Ist wieder nochmal eine andere Dimension, kann man wieder so gerade so die nächste Balkengröße dann ja auch, oder ja, Balken kann man jetzt nicht sagen, aber das nächste Thema eben dann doch schneiden. Genau. Cool. Wir haben jetzt die KGS 216M, neue Version. Gibt es das Ganze auch neu als Akku? Na klar. Wir stehen jetzt an der KGS 18 LTX BL216. Was an der jetzt anders als im anderen Gerät? Akku. Gut, nächstes Thema. Nee, Spaß. Das ist wirklich der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten. Korrekt, ja. Ja, also ergo hier, da wo deine Hand ist, kommt kein Kabel raus. So ist es. Und hier ist ein Akku dran. Genau. Ist es aber so, dass das Gerät wirklich dieselbe Leistung bringt? 100%ig ja. Okay. Wir haben jetzt hier einen Akku drin. Müssen wir einen bestimmten Akku reintun? Nicht unbedingt, das heißt jeder 18 Volt Akkupack funktioniert, umso mehr Ampere-Stunden, klar, umso mehr Schnitte. Und die Li-HD-Akkus sind halt schon prädestiniert für die Säge, die haben einfach mehr Ausgangsleistung, also mehr Watt. Und somit wäre es schon cool, wenn man Li-HD nimmt. Aber wenn man Laminat verlegt, so ein kleines Hülzchen, da geht auch ein 2.0er, also 2 Ampere-Stunden Akku, kein Problem. Wir empfehlen beim massiven Holz einfach dann auf Lithium HD. Damit man eben noch mehr so die letzten 10% mehr Leistung hat. Einfach Energie, ja, einfach die Energie vom Akku. Nicht wie viel, sondern Energie. Okay, wunderbar. Das war es auch schon zum Akkugerät. Macht natürlich total Sinn. Zu welchem Gerät kommen wir jetzt? Zur 254er. Eigentlich zur 54er, aber ich würde nur einen Satz sagen, was die Anzahl an Schnitte angeht. Oh ja, das stimmt. Oder? Wie viele Schnitte? Alle. Pro Ampere-Stunden 40 Schnitte. Ah, okay. Wir rechnen immer ganz so. Okay, das heißt 2 Ampere-Stunden, 80 Schnitte und so weiter und so fort. Bei 5,5 sind das? Nein, Spaß. Danke. Hat schon Angst. Wunderbar. Wir haben das ja schon mal getestet mit dem Vorgänger. Da haben wir das schon mal getestet und wir kamen auf wirklich erstaunlich viele Schnitte. Ja. Ja. Wer das Video nicht kennt, das verlinken wir mal hier oben. Jetzt kommen wir aber zu 254er. Genau. Jetzt haben wir hier die 254er, aber ich habe erstmal eine Vorfrage. Diese ganzen Änderungen, die wir an der Maschine sehen, wo wird denn das Ganze entwickelt? Wer sagt, was wir machen sollen, oder? Ja, also gut, wahrscheinlich der Markt und ihr selber, eigene Ideen wahrscheinlich. Ja. Endanwender, Feedback bekommt ihr bestimmt. Ja. Aber wer ändert dann das Ganze? Wer designt und engineert denn das alles? Unsere Entwicklung und unsere Abteilung Design, die dann dementsprechend das umdesignt. Handgriffe, wie vorher erwähnt. Qualitätssicherung hat ja auch einen großen Anteil. Das heißt, die wissen ganz genau, was vielleicht mal kaputt gehen kann. Und somit auch dieser Ausgang vom Kabelbruch zum Beispiel, auch ein Thema. Also es ist wirklich eine Kombination von Endanwender logischerweise, von Mitarbeitern im Außendienst und das eben weltweit und nicht nur Deutschland, weil jedes Land arbeitet ein bisschen anders. Aber das heißt, dass wenn ich jetzt sagen würde, also den Handgriff, den finde ich echt doof, ja, hier hinten das passt alles nicht, dann kann ich hier 2 Häuser weiter, 3. Etage, sagen, Günther, so nicht. Fast, der heißt Fritz, aber ja, so können wir das machen. Fritz, wir reden noch. Ja. Nein, Spaß. Ich habe kein Problem mit, aber es ist halt total interessant, dass wir auf diesem Campus hast du halt wirklich alles zueinander. Was wir uns vorhin auch angeguckt haben, wir sind hier an einem Akkugerät. Wir haben uns auch die Akkuentwicklung angeschaut, wie das Ganze getestet wird. Super interessant, dürfen wir euch aber leider nicht zeigen. Aber es ist echt krass, was es hier in Deutschland auf so einem Campus überhaupt möglich ist. Und noch die Fertigung. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber lass uns mal zu 254er kommen. Der wesentliche Unterschied von dem Gerät ist ja eigentlich das größere Sägeblatt. Genau. Ja, also eine andere Schnitthöhe. Aber die ganzen Neuerungen, hattest du mir vorhin schon gesagt, bei der 254 sind 1:1 dieselben wie bei der 216. Genau. Ja, 100% das gleiche. Auch beim Akku dieselbe Leistung? Natürlich nicht, das heißt, wir kriegen weniger Schnitte hin, weil wir einfach auch größere Dimensionen schneiden. Aber würden wir das gleiche Material schneiden wie vorher, 60 x 60, würde ich genau die gleiche Anzahl rauskriegen. Okay. Ist es so, dass sich das Gerät vom Netzgerät unterscheidet? Nee. Oder sagst du auch, ja, hier mit dem Akku merkst du eigentlich keinen Unterschied? Also ich persönlich, derjenige, der Akkus hat und will trotzdem relativ günstig eine Maschine kaufen, der kann sich genauso eine Akkumaschine kaufen, wenn die Akku schon vorhanden hat. Wenn er nicht hat, okay, dann kostet natürlich die Maschine ein bisschen mehr. Da ist dann die Netzvariante etwas günstiger, klar. Aber leistungstechnisch würde ich persönlich mir kein Kabel mehr kaufen.
Ja, kann ich euch übrigens auch sagen, man hat das Gefühl, naja, so ein Akkugerät, das kann nicht so gut funktionieren. Wir haben mit solchen Sägen auch ohne Probleme große Eichen, Buchenbohlen auch schon durchgesägt. Du sollst ja in das Material noch nicht reinhacken, ja, sondern du sägst das ganz normal und dann merkst du eigentlich, auch uneigentlich, keinen Unterschied. Wir sind ja hier bei der 254er und die 254 vielleicht für euch, die nicht wissen, wofür steht das eigentlich. 216 ist der Sägeblattdurchmesser, 254 auch der Sägeblattdurchmesser, nur eben etwas höher. Und durch das höhere Sägeblatt kannst du natürlich auch höhere Schnitte gewährleisten. Was schaffe ich bei dem Modell jetzt hier? 92 mm. Ja. Ergo, wir haben ja 216er, jetzt inzwischen 70 mm, hier haben wir schon 92 mm. Und wenn du noch mehr haben willst, dann brauchen wir schon das nächste und deswegen gucken wir uns jetzt die 305er an. Jetzt kommen wir zu den 305ern. Ich hatte vorhin ja gesagt, 305 Sägeblatt jetzt, ergo auch eine größere Schnitthöhe, kommen wir gleich dazu. Wobei ich sagen muss, das ist die Größe, mit der ich mich langsam wohlfühle, weil sie für mich etwas universeller ist. Wenn man sehr häufig sowas wie Laminat schneidet und so weiter, klar, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Aber wenn man sehr viele verschiedene Anwendungszwecke hat, ist das so eine Größe, wo ich sage, ja, da kann man eigentlich fast alles mit, eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, eigentlich alles mitmachen bei der Größe. Und deswegen ist das eher so mein Metier, mit der ich mich wohlfühle. Wobei wir kommen nachher noch zur großen ganz kurz. Aber was ist hier neu? Eine Sache ist mir gerade aufgefallen und zwar ist der Motor angewinkelt. Warum ist das so? Sieht schöner aus. Nee, Quatsch. Sehr gut. Nee, wir können auf beiden Seiten von der Gärung gehen. Das heißt, okay. Bei allen Cupsägen, wo der Motor so seitlich ein bisschen wegsteht, können wir nur nach links schwenken. Ja. Hier können wir links wie rechts schwenken. Somit haben wir den Vorteil, wir drehen nicht unser Material, sondern gehen einfach auf die andere Seite der Gärung und somit einfacher. Ich sehe hier eine Sache, hier habe ich noch zwei Knöpfe. Ja, Licht und Laser, hier gibt es hier nur einen. Das heißt, hier sind wir auch auf Schlaglicht gegangen? Genau. Okay, was haben wir noch Neues? Bei der Cupsäge haben wir ein bisschen mehr Schnittdaten, wie du gerade erwähnt hast, die Schnitthöhe. Hier haben wir 105 gehabt. Okay. Jetzt sind wir hier bei 110 mm. Also wie du selber sagst, umso mehr, umso besser. Das hilft natürlich bei der Anwendung, wenn ich da ein bisschen mehr rausholen kann, klar. Also 110 ist ja schon eine brutale Höhe, muss man ganz klar sagen. Und mehr ist aus dem Blatt auch, glaube ich, nicht rauszuholen. Nee, das ist wirklich maximal jetzt. Mehr konnte man wirklich nicht rausholen, mehr gehen nicht. Ja. Aber ihr müsst ja eine Sache bedenken, wir haben ja hier vorne haben wir noch eine Arretierung. Ja, wir müssen irgendwo das Blatt ja auch festmachen. Und natürlich könnte man das jetzt noch viel kleiner machen, aber irgendwo ist auch Ende. Ja, da fängt das im Zweifel das Blatt an zu flattern und das muss ja irgendwo ran. Und dementsprechend gibt es eine natürliche Grenze, wie viel man halt schneiden kann. Und erstmal das und gibt irgendjemand, der zu dir sagt, wie groß der Flansch sein muss. Okay, natürlich. Wenn das wahrscheinlich genormt, gedient ist und so weiter, dann ist das halt einfach so. Genau. Ja. Wächst das auch von Blatt zu Blatt? Wird der Flansch immer größer? Ja, genau. Wie ein Handgriff beim Akkuschrauber. Umso mehr Drehmoment, umso größer wird der Handgriff. Genau das Gleiche. Ja. Verstehe. Okay. Haben wir hier übrigens auch die Auflagen, die wir ausziehen können und auch zusammenstecken? Alles identisch. Alles okay, ja. Mega. Es ist wirklich schade, dass ich das vorher nicht wusste, weil ich habe ja öfter auch mit den Geräten gearbeitet und das hätte ich gerne wirklich vorher gewusst. Nächstes Mal, genau. Also für euch auch nächstes Mal, wenn ihr die Säge habt, einfach rausziehen und dann am Balken anlegen oder dann auf. Wir haben vorhin gesagt, 7 Meter geht auch durch, auch bei 8, ja. Spaß. Ja. Was haben wir noch Neues? Der untere Teller, also der Schwenkbereich vorne, haben wir vorher gesagt 50 Grad, jetzt gehen wir bis 60. Okay, rechts und links? Rechts und links, jawohl. Also auf beiden Seiten 60 Grad? Ja. Krass, okay. Das ist eine ganze Menge. Der Vorgänger hatte nur 45 und 47 um genau zu sein. 47. Ja. Okay, verstehe. Was haben wir noch? Das war es eigentlich hinsichtlich der Unterschiede alt gegen neu. Ich behaupte das Gegenteil. Hier hinten geht auch das Kabel noch hinten raus. Ja, also, sorry. Genau, also bei den Geräten aber hier auch noch das. Gibt es noch irgendwas anderes, was wirklich anders ist vom Vorgänger zum Nachfolger? Wie gesagt, die ganzen Argumente oder die ganzen Unterschiede, was wir vorher durchgemacht haben bei der 216 und 254. Hat die natürlich auch. Ganz genau. Okay, dann verstehe ich das. Alles klar. Und schon stehen wir am nächsten Gerät, der KGS 18 LTX BL305. Also wenn ich diese Namen immer ausdenke. Also die Namen bei euch sind wirklich sprechend, das ist überhaupt kein Problem. Aber sie sind so lang. Muss es immer so lang sein? Ja. Danke. Ich verstehe es ja und das ist die Namen bei Metabo allgemein machen, wenn man das System kennt, wirklich Sinn. Absolut. Danke. Ja, es ist auch wirklich so. Und es gibt andere Hersteller, die würfeln ja einfach nur irgendwelche Bezeichnungen und irgendwelche Nummern und hauen das raus. Bei Metabo ist das nicht so. Und wenn du den Namen liest, kannst du dir das eigentlich auch mal erschließen. Wenn ihr wollt, dass ich meine Namenkunde Metabo mache, schreibt es mal unten in die Kommentare, mache ich gerne. Auch, dass ich es mir mal wieder auffrische. Aber jetzt stehen wir an der 305er als Akku. Und auch hier wieder die Frage,
Die ist ja bestimmt viel schwächer als das Gerät mit Kabel. Absolut gar nicht. Aber hier kommt es jetzt ein bisschen drauf an, dass du wirklich dann die HD-Akkupack nimmst. Das heißt, die läuft zwar die Säge von einer kleinen Leiste mit einem kleinen Akku, aber normalerweise musst du wirklich sagen, geh auf Li-HD, dass du wirklich die Performance auch hast. Ja. Genau, also Empfehlung ist ganz klar, die HD-Akkus zu nehmen. Wie viele Schnitte schaffe ich pro Amperestunde? Wir haben es getestet, 100 x 100 und da kriegt man dann 12 Schnitte pro Amperestunde raus. Was schon amtlich ist. Das ist also für so ein Werkstück, ja. Genau. Man muss sich immer auch überlegen, wie viele Schnitte mache ich eigentlich am Tag und wie viele Schnitte mache ich denn gerade in meinem Abschnitt und in welchem Zeitabschnitt mache ich das. Weil sehr häufig sagen die Leute, ja Akku, aber ich möchte ja dann unendlich lange schneiden. Ich habe vor kurzem mal bei mir geschaut, wie viel habe ich am Tag eigentlich geschnitten. Das waren so 25 Schnitte. Und man macht ja keine 100 Schnitte am Tag. Wobei, man hat in der Regel ja 2 Akkus und dann ist wieder kein Problem. Hört sich jetzt auch ein bisschen wenig an, die 12 Schnitte pro Amperestunde. Das heißt, wenn du da den 5,5er drin hast, da bist du ja schon bei knapp 60 oder über 60 Schnitte und das reicht normalerweise für die Anwendung. Ja. Genau. Gibt es an dem Gerät irgendwas, was sich unterscheidet von dem kabelgebundenen Gerät, außer dass kein Kabel dran ist? Das unterscheidet sich, aber sonst ist es identisch. Ich möchte euch noch eine Sache mitgeben zu dem Gerät, was sich nicht zum Vorgänger unterscheidet, was aber sehr wichtig ist. Und zwar, wir haben hier in der Größe ein ultra kompaktes und ultra leichtes Gerät. Von vielen anderen Herstellern ist es so, dass ihr in der Größe 305 bekommt man durchaus eine Säge, auch eine Akkusäge und so weiter und so fort. Aber die sind bedeutend schwerer. Und da es ja gerade im Akkubereich eine mobile Säge auch sein soll, die du mitnimmst, überleg wirklich, welches Gewicht du immer wieder tragen möchtest oder ob das für dich nicht eine echte Alternative ist. Denn spätestens, wenn du es 3-mal in den 3. Stock getragen hast, dann hast du ein Problem. Und auch schon vom Transporter auf die Baustelle, also 10 Kilo mehr oder weniger machen da schon echt einen Unterschied. Jetzt haben wir für euch die letzte Säge oder eigentlich sogar 2 und haben noch eine ganz kleine, die wir euch auch noch zeigen wollen. Hier haben wir jetzt auch die neue Akkuversion der KGS 315 Plus, oder Uwe? Nicht ganz. Okay, dein Spaß. Wir kommen gleich zu der auch ganz kurz, aber was ist an der hier neu? An sich haben wir genau das gleiche gemacht wie bei allen anderen Kappsägen, die wir gerade uns angeschaut haben. Nur das halt eine reine Leistensäge, klein, handlich, einfach auf die Baustelle zu bringen. Also wie gesagt, die Überarbeitung, die wir gemacht haben bei den anderen, hier auch. Und deshalb wollen wir es euch noch kurz zeigen. Wunderbar. Falls ihr euch übrigens fragt, warum habe ich dieses große Monster hier, die KGS 315 Plus, die hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun, sondern es ist deswegen so, weil sehr viele von euch gefragt haben, gibt es die überhaupt noch, läuft die aus, ist die weg, was ist mit der Säge los? Weil sie war lange nicht verfügbar, ist auch wirklich in homöopathischen Dosen auch immer nur im Markt verfügbar, aber die gibt es nach wie vor, die ist nach wie vor da, hat ihre speziellen Einsatzzwecke, wie bei mir 2-mal, aber das ist eine andere Sache. Falls ihr die Geschichte hören wollt, warum ich die gleich 2-mal habe, schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt bitte auch in die Kommentare, wenn wir die Sägen alle mal testen sollen. Dann testen wir sie gerne auch einzeln, schauen auch mal, stimmt das denn eigentlich, ob sie 10 Schnitte schaffen, zum Beispiel bei der 305er und so weiter und so fort. Gerne in die Kommentare, würde mich super freuen. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob wir beide vielleicht uns noch andere Geräte angucken sollen. Hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank an Uwe und für euch war jetzt wieder ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.